Wir sind Jessie und Roberto und nach 2 Jahren in Nord- und Zentralamerika sind wir nun in Südamerika unterwegs. Zuletzt konnten wir einige Seiten von Uruguay kennenlernen, nun soll es ins nächste Land gehen. Wir überqueren die Grenze nach Argentinien und wie in jedem neuen Land gilt es erstmal, uns zurechtzufinden und zu organisieren. Doch natürlich wollen wir mehr von Argentinien sehen und erleben einen sehr besonderen Ort, den nur wenige Reisende kennen. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr seht, wir sind im Van, wir sind unterwegs. Heute geht es nämlich von Uruguay über die Grenze nach Argentinien. Die Grenze ist gar nicht mehr weit weg und ich bin drum schon ein bisschen nervös. Es ist unsere erste südamerikanische Grenze und ich bin ja sowieso vor jeder Grenze ein bisschen nervös. Ich weiß, es ist immer so, ja, was Neues und was Unbekanntes. Ja, Roberto hat wahrscheinlich wieder mal die Ruhe weg. Ja, ich finde Grenzen eigentlich ziemlich entspannt. Also mir macht es überhaupt nichts aus. Also ich finde es ganz okay. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Naja, wir werden es gleich rausfinden, wie entspannt wir da wirklich sein können. Weit ist es nicht mehr. Hier rechts, oder? Ja, Pasos Rodantes rechts. Okay. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿usted? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ciao. Ya. Bueno, por favor, ¿podés estacionar afuera a la derecha? Sí, claro. ¿Sí? Y venir acá a la cabina 1. Perfecto. Para. Vamos a necesitar la documentación del vehículo y el pasaporte del dueño del vehículo, del titular del vehículo. Ok. Vale. Primero acá, después acá. Hasta luego. Okay. ¿Le sacas una foto? Sí. Also aus Uruguay sind wir raus. Jetzt müssen wir hoffen, dass uns die Argentinier reinlassen. Ese es el vehículo, sí. Y este es el propietario. Sí. Also das war ja mal super easy. Was waren wir? 20 Minuten hier höchstens. Und wir sind durch. Alle Papiere erledigt, Tipp erledigt für 8 Monate, glaube ich, jetzt in Argentinien. Also war total entspannt. Also ich war natürlich wieder so nervös, aber wieder mal unberechtigt. Voll Aber ich glaube, gut. wir müssen hier vorne noch was zahlen. Die Argentinier wollen schon wieder Geld. Die Argentinier wollen schon wieder Geld. Zum Glück haben wir noch ein paar Pesos übrig. Wie viel ist es? 10.000. 10.000, okay. Cuando salís de ahí, hasta el otro lado. Hasta el puente. Ah. A la otra. Ok, vale. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Ciao. Die Brücke, die nach der Grenze kommt, die kostet wohl 10.000 Pesos. Nicht wohl, die kostet 10.000 Pesos. Die kostet 10.000 Pesos. Da wird nicht diskutiert. Ja, und kaum ist man über die Brücke, ist man in Argentinien. Also wir sind jetzt offiziell in Argentinien. Wie lange fahren wir jetzt noch? Eine halbe, dreiviertel Stunde? Ja, etwa. Da erreichen wir dann unseren Stellplatz und orientieren uns erstmal, organisieren uns und gucken, was wir weitermachen. Wir haben unser Zuhause für die Nacht gefunden. Es ist eine Art Park, wo ganz viele Leute auch draußen sind, grillen, Familien sich treffen. Hier ist auch gleich der Fluss. Es ist richtig schön. Also erster Stellplatz in Argentinien, sehr gut gelungen. Was meinst du? Ja, Schön hier, oder? richtig angenehm. Vor allem ein kleines Lüftchen, Ja, ist richtig angenehm. Gut Ja. gegen die Moskitos. genau. Wirklich sehr schön. Ja, leider freu kein Grillplatz. Stimmt, den haben wir hier jetzt irgendwie nicht. Ja, dann hätten wir grillen können heute Abend, aber ich glaube, wir machen es uns halt so Ach so. gemütlich. Ja. Sind auch viel gefahren heute. Ja, Von dem her. ich glaube, viel passiert heute bei uns nicht mehr. So, schau mal, räum mal auf im Van. Gut.
Oh, das tut so gut. Und ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe das jetzt fast jeden Morgen gemacht, seit wir unterwegs sind. Einfach so ein bisschen Zeit für mich nehmen, Übungen machen. Und klar, bei solchen Stellplätzen fällt es ja sowieso noch mal leicht. Aber vielleicht habt ihr ja auch gesehen, ich habe mir was aus Europa mitgebracht und das wertet das Ganze sowieso noch mal auf. Nach jeder Yoga-Session lege ich mich für etwa 20 Minuten auf die Shakti-Mat. Die Akupressur-Spikes fördern nämlich die Durchblutung und die Muskelentspannung nach meiner sportlichen Aktivität. Auch bei Rücken- und Schulterschmerzen hilft mir die Akupressur und ich baue damit Stress ab und werde ruhiger. Und ich würde auch behaupten, ich spüre dabei die Freisetzung der Glückshormone, die damit einhergehen kann. Am besten funktioniert es, wenn ich mich mit blankem Rücken auf die Shakti-Mat lege. Klar, am Anfang ist es schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich und es setzt mit der Zeit spürbar die Entspannung ein. 20 Minuten täglich bringen die besten Resultate. An der Shakti-Mat überzeugt mich nicht nur der positive Effekt auf mein Wohlbefinden, sondern auch die Mission des Unternehmens. So wie die Produktion nämlich aufgebaut ist, unterstützt Shakti Frauen in Indien und bietet faire Arbeitsbedingungen. Außerdem besteht der Schaumstoff der Matte zu 100% aus Recyclingmaterial und die Spikes sind biologisch abbaubar. Mit eurer eigenen Shakti-Mat investiert ihr also nicht nur in euch selbst, sondern auch in die Frauen, die die Matten herstellen. Und über unseren Link gibt es aktuell auch 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also schaut unbedingt bei Shakti vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch auf die Jessie, dass die am Morgen so viel Energie hat. Ich bin da das komplette Gegenteil. Ich bin eher der Nachtmensch. Aber ja, wir ergänzen uns ja. Aber jetzt geht es auch für uns weiter, denn heute müssen wir noch ein paar Erledigungen machen. Und als allererstes geht es zum Geld abholen, denn das ist hier in Argentinien ein wenig anders. Das Geld abheben am Bankomat lohnt sich überhaupt nicht, denn erstens mal ist der Betrag, den man abheben kann, extrem gering und dann sind auch noch die Gebühren so hoch, also letztes Mal waren sie bei uns fast 50%, also es lohnt sich überhaupt nicht. Außerdem gibt es in Argentinien, ist glaube ich auch ein bisschen der Inflation geschuldet, quasi zwei Wechselkurse, also einmal den offiziellen, sagen wir jetzt mal Dollar-Peso-Kurs, der liegt etwa bei 1 zu 950. Ja, aber der inoffizielle Kurs, also der Blue Dollar, liegt bei um die 1200, 1250 aktuell. Also das ist schon ein Unterschied von ja, etwa 20–25%. Und deswegen möchten wir den natürlich auch nutzen. Also es macht ja extrem viel aus. Und Reisende haben da eine ganz praktische Lösung gefunden. Die Lösung ist, entweder man bringt genug Bargeld mit in Dollar oder Euro und wechselt das dann auf der Straße, denn da erhält man diesen Blue-Dollar-Kurs. Oder, ach schau mal, da vorne ist es, glaube ich. Oder man macht so wie wir und nutzt Gelddienstleister, wie zum Beispiel Western Union, überweist sich dahin Geld und hebt es dann in Pesos ab. Also ja, da kommt man quasi zum selben Kurs wie beim Blue Dollar hin, also es lohnt sich finanziell genauso und für uns ist der Vorteil, dass wir da nicht so viel Bargeld mitnehmen müssen, weil sonst müssten wir ja mit Dollar oder Euro schon hier einreisen und das tun wir eher ungern. Darüber? Ja. Okay, los. Perfecto. Y eso es lo que son. Muchas gracias. Bueno, chicos. Que sigan bien. Disfruten, pasen lindo. Chao, gracias. Und dieser Stapel Geld, den wir gerade eingepackt haben, das sind etwas über 500 Euro. Da bekommt man ganz viel für wenig Geld. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es nochmal ausgerechnet. Also wir haben jetzt etwa 100 Euro mehr für unser Geld bekommen, als wenn wir über den offiziellen Kurs gewechselt hätten. Also es lohnt sich eigentlich schon unglaublich ist, ja, so viel mehr Geld zu bekommen. Das ist Wahnsinn. Naja. So, jetzt müssen wir noch Gas. Der hat schon zu, gell? Der hat schon zu mittlerweile, aber wir müssen noch SIM-Karte. SIM-Karte, ja. Holen wir die SIM-Karte. Ja, das müssen wir auch machen. Einmal quer über die Kreuzung. Ja. ¿Tiene algo para 30 días? Sí, para 30 días tengo de 10, de 15. Ja, wir brauchen ja nur ein bisschen Daten. Wir haben ja Starlink mit uns mit dabei, aber irgendetwas müssen wir haben, wenn wir uns in Städten bewegen. Also macht es schon Sinn, irgendwie eine Karte dabei zu haben. Das haben wir jetzt auch erledigt und wie ihr seht,
Es ist eigentlich ganz einfach. Also egal wo man hingeht, die Leute helfen einem. Natürlich hilft es auch, dass wir die Sprache können. Ich glaube, allgemein ein bisschen Spanisch zu können, ist sicherlich nicht schlecht. Und man kommt ja immer wieder in Gespräche mit den Leuten und es ist immer wieder schön zu sehen, wie sie uns auch wieder Tipps geben, wo wir hin können, Familienfotos. Also es tut richtig gut hier zu sein. Neuer Tag, neues Glück. Mal schauen, ob wir heute unsere Tischplatte finden, die wir ja schon Ewigkeiten suchen. Was meinst du hier beim Sodimac? Sodimac wird sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Ist schon schräg. Wir sind immer noch in Shorts und T-Shirts und hier steht schon überall Weihnachtsdeko. Das ist so grotesk, das passt. Ho, ho, ho! Der Weihnachtsmann ist schon hier. Ja, wenn ich von grotesk rede. Auf jeden Fall haben wir die richtige Größe gefunden. Das ist nämlich genau 50 x 80. Das ist unsere Größe. Wir müssen nur noch einen finden, der uns gefällt. Oh! Meinst du? Ja, Passt, oder? das sieht relativ clean aus. Ja. Yeah! Wir haben den Tisch. Ist auch günstig. 12.000 Pesos, das ist etwa 10 Euro. 10 Euro. Passt. Passt, cool. Yeah. Claro, esto en realidad lo protege, le deja muy poquito tono. ¿Viste? Okay. Ich glaube, Lasur haben wir auch gefunden. Sehr Man gut. sieht hier oben, die Farbe soll es werden. Sollte passen. Sehr gut. Boah, wir haben den Tisch. Endlich mal essen wie die normalen Menschen, nicht wie in einer Höhle. Da sieht man, wie man verlottert im Ja. Camper. Eigentlich schon unglaublich, wie viel Zeit man verbringt, um solche Sachen zu erledigen. Aber ja, wir haben jetzt die Tischplatte, wir haben noch Schleifpapier gekauft und damit sollten wir eigentlich in der Lage sein, das alles zu erledigen, oder? Eigentlich. Eigentlich. Mal gucken, wie die Realität ist. Schon seit einigen Stunden wieder unterwegs und die Landschaft hat sich merklich verändert. Hier gibt es viele weite, ebenen Flächen, ganz schön viel Landwirtschaft, viele Felder, aber auch Kühe, Pferde und auch viele wilde Tiere. Was hast du mal gesehen, so ein Fuchs oder Kojote? Fuchs ist uns über die Straße gelaufen, oder Kojote, keine Ahnung, das war schon ziemlich weit weg, aber ja. Ja, und dann auch Gürteltier. Ein Gürteltier haben wir gesehen, genau. Und ab und zu gibt es so kleine Teiche, da haben wir Flamingos gesehen. Einfach so, ich weiß nicht, hier oben hatte ich die gar nicht erwartet. Ich war irgendwie nicht drauf eingestellt. Aber auf jeden Fall ist die Fahrt spannender, als ich dachte. Obwohl sie sehr langweilig ist. Eigentlich ist sie sehr langweilig. Geht immer geradeaus. Aber die Hoffnung ist ja auch, dass wir, je weiter wir in den Süden fahren, auch ein bisschen kühlere Temperaturen finden. Zumindest für die Nacht, dass wir gut schlafen können. Ja, und der erste Spot, also der ist jetzt noch einige Kilometer weiter. Wir wollen heute schon noch Strecke Stunden machen. eigentlich. Sind es noch wie viele? Fast 3. Fast 3 Stunden. Aber der Spot soll ja ziemlich cool sein. Wir haben ein bisschen was zur Geschichte gelesen und die klingt schon mal sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Da hinten sind richtig viele Flamingos. Oh, aber ich muss auch auf die Straße gucken. Aber wie cool! So viele! Wir sind an unserem Etappenziel angekommen. Villa Epecuén heißt es. Und ich glaube, der sah mal sehr anders aus. Also anscheinend war die Geschichte hier recht bewegt. Wir sehen es uns gleich an. Auf jeden Fall haben wir uns unterwegs noch mit Markus wieder getroffen. Wir haben ihn in Uruguay kennengelernt. Er ist auch gerade Richtung Süden unterwegs, hat also eine ähnliche Route. Und da haben wir gedacht, ja, gucken wir es uns doch gleich zusammen an. Das machen wir jetzt. Hola, buenas.
Wir haben etwa, was sind es, 2,70 € umgerechnet pro Person bezahlt. Und wir haben auch die Bewilligung geholt, dass wir mit der Drohne fliegen dürfen. Alles hochoffiziell hier. Haben auch ein bisschen was zur Geschichte erfahren, aber dazu erzählen wir euch gleich noch mehr. Wir wollen jetzt mal erstmal gucken, wie das jetzt so aussieht. Ja. Ich bin schon richtig gespannt. Vielleicht erkennt ihr es schon, worum es hier geht. Villa Epecuén ist eine Stadt, die in den 80er Jahren geflutet wurde und von der jetzt nur noch diese Ruinen übrig sind. Es ist Wahnsinn. Also hier, wenn man sich vorstellt, vor ein paar Jahren, bis zu den 80er Jahren, war das hier ein belebter Ferienort, wo Leute hergekommen sind, um sich zu entspannen, um eine gute Zeit zu verbringen. Und ja, jetzt liegt es hier einfach in quasi Schutt und Asche, weil das Dorf geflutet wurde. Villa Epecuén war früher mal eigentlich eine Touristenstadt. Da sind die Leute aus der Gegend gekommen hierher, denn hier war auch, oder hier diese Region hat auch viele Thermalbäder. Also gab es hier viele Hotels, viele Spa-Anlagen, wo die Leute hingekommen sind, um ein paar Tage ihre Kur zu verbringen. Entsprechend gibt es hier zum Beispiel auch ein Hotel, oder gab es eben ein Hotel. Man sieht hier noch die alte Grillstelle und so ein bisschen die Tische und ich glaube das Waschbecken sieht ganz seltsam aus. Und jetzt hallen da einfach die Schwalbenrufe aus den Gebäuderesten. Das ist, ja, ist schon beeindruckend. Zum Glück haben sie die Bank so gesichert, denn ja, obwohl ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Hier vorne sind wir an der eigentlichen Seepromenade. Ich glaube, so nah wollten sie den See damals nicht. Also hier sieht man, da war mal ein Schwimmbad, aber ja, das ist einfach jetzt komplett zerfallen. Das war natürlich niemals so gedacht, dass das so im See drin ist und überhaupt hier ist alles geflutet und ja, ganz besonderes Bild. Wie heftig ist das hier bitte? Also es ist unglaublich zu sehen, was Wasser machen kann. Also diese Stadt, die ist ja komplett zerstört. Hier steht ja gar nichts mehr. Das so zu sehen ist unglaublich, wirklich unglaublich. Und ich habe vorhin noch mit Jessie darüber gesprochen, dass ich vor kurzem oder vor ein paar Jahren eine Reportage gesehen hatte über diesen Ort hier. Und ich wollte den schon immer besuchen kommen, denn anscheinend, nachdem das Wasser zurückgegangen ist, ist ein einziger Bewohner zurückgekommen und der meinte, hey, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren worden, ich will auch hier sterben. Und die Person lebt irgendwo hier in diesem Gebiet. Ob sie heute hier noch lebt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber zu sehen, dass hier überhaupt jemand überleben könnte,
Das ist schon heftig. Natürlich haben wir uns auch ein bisschen schlau gemacht, wie das Ganze hier so entstanden ist. Die Stadt, die ja eigentlich hier voller Leben war, wurde aus 3 Gründen von dem hier gelegenen See geflutet. Zum einen gab es über 2 Monate hinweg starke Regenfälle, die der Boden einfach so nicht aufnehmen konnte. Und das war kombiniert damit, dass dieser See hier eigentlich nur der letzte aus einer Reihe von Seen und Gewässern ist. Das heißt, alles das Wasser, das auch in den anderen Gewässern zusammenkam, floss hier herunter. Dazwischen gab es zwar theoretisch ein Dammsystem, das war aber fehlerhaft und hat zu viel Wasser durchgelassen. Man hat sich dann aber auch am Ende entschieden, bewusst das Wasser durchzulassen, um die oberen Dörfer zu retten und dieses Dorf hier unten zu fluten. Also es war so halb bewusst entschieden, dass man jetzt diesen Weg geht, aber zur Hälfte war es eben doch auch einfach dieser starke Regenfall, der eigentlich so der Auslöser des Ganzen war und den man halt nicht beeinflussen konnte. Ja, und dann hat es etwa, ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig verstanden habe, glaube ich 20 Jahre gedauert, bis das Wasser auch wieder gesunken ist, denn der See hier hat keinen Abfluss. Also die einzige Möglichkeit, wie das Wasser wieder weggehen konnte, war die Verdunstung durch die Hitze. Und das hat einfach so lange gedauert, sodass die Häuser in der Zwischenzeit auch alle zusammengefallen sind und hier nur noch diese Ruinen übrig sind und tote Bäume. Ja, heute macht das natürlich ein richtig cooles Bild, auch mit dem Wissen, dass man ja wusste, was hier auf das Dorf zukommt. Also ich glaube, es gab auch keine Todesopfer, aber natürlich ist das für die Leute tragisch, wenn sie ihre Heimat verlieren, die Stadt, in der sie gelebt haben, alles zurücklassen müssen. Also es sind sicher ein paar schwere Schicksale hier damit auch verbunden. Diese 100 Kilometer Umweg haben sich auf jeden Fall gelohnt. Also es war eine richtig spannende Stadt. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt am Abend, hier sind wir ja wieder am Stellplatz, ganz viele Flamingos gesehen. Wahnsinn. Ja, es ist richtig schön, dies zu sehen. Ja, ist doch ein perfekter Abschluss. Genau. Wir schlafen jetzt hier eine Nacht, morgen geht es wieder weiter, fleißig Kilometer runter rattern, sagt man das so? Ja. Machen uns noch einen gemütlichen Abend mit Markus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Hasta luego. Drum, ja. Ich bin schon